In diesem Video zeige ich dir 5 Gründe, warum diese Kamera hier eine der besten analogen Kameras unter 100 € ist und warum man sich diese Kamera unbedingt näher anschauen sollte. Eine analoge Kamera im Zeitalter der Smartphones ist eigentlich so überflüssig wie eine mechanische Uhr. Trotzdem ist die Nachfrage nach Vintage-Kameras ungebrochen und erfährt gerade heute einen echten Boom. Ähnlich wie im Uhrenbereich auch, gibt es natürlich die üblichen gehypten Kameras, bei denen die Gebrauchtpreise aufgrund der hohen Nachfrage in den letzten Jahren sehr stark gestiegen sind. Um aber den Einstieg in die Filmfotografie möglichst niedrig zu halten, zeige ich euch heute einen echten Geheimtipp, um schnell und preiswert zu starten. Und damit fangen wir direkt mit dem ersten guten Grund an. Nummer 1. Einfache Bedienung. Eine Kamera muss einem gefallen. Nicht nur optisch, sondern auch wie sie in der Hand liegt und ob es Spaß macht, mit dieser Kamera zu fotografieren. Und das ist aus meiner Sicht auch ein großer Vorteil der Nikon EM. Da sie als Einsteigerkamera konzipiert wurde, ist sie von der Handhabung sehr intuitiv ausgelegt. Einfach einen Film einlegen, die richtige Filmempfindlichkeit einstellen, die Blende weit öffnen, fokussieren und auslösen. Nach dem Auslösen den Film weiter transportieren, neues Motiv aussuchen, fokussieren und wieder auslösen. Sollte die Kamera anfangen zu piepsen, ist es entweder zu hell, dann einfach die Blende schließen, oder es ist zu dunkel, dann einfach die Blende weiter öffnen. Wenn das nicht mehr hilft, einfach ein Stativ benutzen. Natürlich kann man sich jetzt noch einen ganzen Tag über Belichtungszeit, Blende und Komposition unterhalten. Mir ist aber an dieser Stelle einfach wichtig, dass man schnell ins Tun kommt und einfach drauf losfotografiert. Besonders praktisch ist daher auch die kleine Gegenlichttaste vorne an der Kamera. Solltet ihr ein Porträt oder ähnliches im Gegenlicht fotografieren, einfach diese Taste drücken und schon wird das Bild um 2 Blenden heller belichtet. Was man vielleicht noch wissen sollte, ist, dass die Kamera bis auf die mechanischen 90stel Sekunde immer die Belichtungszeit automatisch auswählt. Mich persönlich hat es aber nie gestört, da ich auch mit anderen Kameras fast immer in diesem Modus fotografiere. Grund Nummer 2 ist eine Amateurkamera, klein, leicht und handlich. Wenn man einen echten Filmfanatiker fragt, welche Kamera soll ich kaufen, werden einem bestimmt ehemalige Profimodelle empfohlen oder gehypte Point-and-Shoot-Kameras. Alles tolle Kameras, sie haben nur 2 Probleme. Erstens sind sie wegen der hohen Nachfrage schlecht zu bekommen und zweitens sind sie wirklich teuer geworden. Hinzu kommt auch noch, dass diese Kameras aus meiner Sicht häufig zu groß und schwer sind, da sie für den rauen Profi-Alltag konstruiert wurden. Ich war früher auch ein großer Fan von diesen Profikameras wie zum Beispiel einer Nikon F4, F5 oder Canon F1. Wenn man aber ehrlich ist, zieht man heute nicht ansatzweise mehr so viele Filme durch die Kameras wie zu analogen Zeiten. Daher nehme ich persönlich eine kleine, leichte und unauffällige Kamera viel eher mit als eine große und schwere Profikamera. Der zweite wichtige Vorteil von gebrauchten Einsteigerkameras ist die Tatsache, dass sie häufig im Set mit einem Objektiv und weiterem Zubehör wie einem Blitz oder Filter angeboten werden und dadurch im Verhältnis zu den Profikameras, die meistens ohne Objektiv angeboten werden, nochmal günstiger sind. Gerade die beiden Nahlinsen hier in meinem Set funktionieren wie Lupen oder Lesebrillen und ermöglichen das formatfüllende Fotografieren von recht kleinen Gegenständen wie Uhren zum Beispiel, ohne dass man dafür extra ein teures Makroobjektiv kaufen muss. Nummer 3, das Objektiv. Der Vorteil von diesen eher ungeliebten Amateursets ist, dass sie meistens mit einer sehr guten Festbrennweite ausgeliefert wurden. Hier haben wir die Möglichkeit, zum Preis eines Objektivs direkt ein ganzes Set mit Kamera und Objektiv zu kaufen. Ich kann nur empfehlen, am besten direkt nach Kameras mit Festbrennweiten zu schauen, da diese Objektive meistens optisch besser und lichtstärker sind als die Zooms aus dieser Zeit und zweitens kann man so noch konzentrierter sich auf das Fotografieren einlassen. Gerade die 50 mm Objektive mit einer Blende von 1.8 eignen sich sehr schön bei offener Blende für Porträts oder um Objekte freizustellen. Da die analogen Filme meistens deutlich mehr Licht benötigen als moderne Digitalkameras, lohnt sich eine lichtstarke Festbrennweite. Als weiteren Vorteil kommt auch noch hinzu, dass das Sucherbild heller ist und die Kamera mit einer Festbrennweite schön kompakt bleibt. Wenn ihr euch mit dem Standardobjektiv angefreundet habt und das Gefühl bekommt, ihr braucht noch einen Tele- oder Weitwinkel, ist das natürlich auch möglich, da es auf dem Gebrauchtmarkt jede Menge sehr schöne Objektive für das Nikon Bayonet gibt. Nummer 4, der Preis. Analoge Filmkameras sind aufgrund der hohen Nachfrage immer teurer geworden. Gerade die gehypten Kameras von Contax und Leica haben einen deutlichen Preissprung gemacht. Wenn man dann noch die Folgekosten für Filme und Entwicklung dazu rechnet, kann es schnell richtig teuer werden. Damit gerade Neulinge aber schnell preiswert und einfach zu schönen Bildern kommen, kann ich nur empfehlen, nach gebrauchten Einsteigerkameras zu schauen. Ich habe zum Beispiel diese Kamera im Set für 80 € gekauft. Dadurch bleibt direkt mehr Geld für Filme oder eine kleine Fotoreise.
Hätte ich zum Beispiel eine ähnliche Kamera, aber in einer Profi-Version gekauft, wie zum Beispiel eine Nikon FE2, hätte das mindestens 250 € nur für das Gehäuse gekostet und es wären dann bestimmt noch mal ca. 80 bis 100 € für eine 50 mm Festbrennweite dazugekommen. Das gleiche gilt natürlich auch für Einsteigerkameras von anderen Marken. Ich habe euch eine kleine Liste an Kameras in die Videobeschreibung gepackt, da könnt ihr gerne weitersuchen und schauen, welche Kameras euch am besten gefallen. Nummer 5. Don't believe the hype. Klar kann man sich eine Leica M6 oder Contax T2 umhängen, easy, teuer, begehrt, gut aussehen, aber eigentlich auch nichts Besonderes. Und wenn man ehrlich ist, kann man wirklich mit einer 100 € Kamera die gleichen guten oder schlechten Fotos machen wie mit einer 20-mal so teuren Kamera. Da im Moment der Aufnahme beide Kameras nur Film- und Objektivhalter sind und so aussehen. Es kommt natürlich eher auf das Objektiv und gerade auch auf den richtigen Film an. Aber im Endeffekt ist es das Auge des Fotografen, deine Sichtweise, dein Blick auf die Welt und wie du zu dem Foto gekommen bist, was zählt und nicht wie teuer deine Kamera ist. Daher sollte man sich überlegen, ob man eine Kamerasammlung zu Hause haben möchte oder ob man eher mit seiner Kamera unterwegs sein will, etwas erleben möchte und neue Leute und Orte kennenlernen möchte. So, das waren 5 gute Gründe für diese kleine Nikon. Du weißt jetzt, warum man sich diese Kamera mal genauer ansehen sollte und was sie besonders macht. Und wenn du auch in Zukunft mehr lernen möchtest über Fotografie und Uhren, solltest du unbedingt diesen Kanal abonnieren und diese beiden Videos noch anschauen. Bis bald!